Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weisheiten zum Mitnehmen. Genauer, Intergender, korrekter, Transgender. Hallo Leute, ich möchte gleich zu Beginn klarstellen, dass ich kein Wissenschaftler, Biologe oder Mediziner bin. Meine Videos basieren ausschließlich auf meinen eigenen Recherchen und persönlichen Erfahrungen. Es ist mir wichtig zu betonen, dass meine Videos kein Studium ersetzen sollen. Es gibt viele komplexe Begriffe und Konzepte in diesem Thema und es ist durchaus möglich, dass ich nicht wissenschaftliche Begriffe verwende. Das liegt daran, dass ich versuche, diese komplexen Ideen in verständlicher Form zu vermitteln. Mein Ziel ist es, euch zu motivieren und zum Nachdenken anzuregen. Gendern und Intersexualität sind äußerst komplexe Themen. Und da kann es schon schnell vorkommen, dass ich mich in einem Begriffe-Labyrinth verirre. Ich möchte euch lediglich dazu ermutigen, euch damit auseinanderzusetzen. Es handelt sich hierbei nur um eine Anregung, die Vielfalt und Komplexität dieser Themen zu erkunden. Ich hoffe, oder besser ich wünsche mir, dass ihr aus meinen Videos etwas mitnehmen könnt und euer eigenes Verständnis für diese wichtigen Fragen erweitern könnt. Vielen Dank für eure Unterstützung und euer Interesse an diesem Thema. Bevor wir jedoch in dieses Thema eintauchen, lasst mich mein Versprechen vom letzten Teil einlösen. Da war doch noch etwas mit Diva bei den Pinguinen. Die wahre Diva unter den Pinguinen ist der Eselspinguin. Diese Pinguinart zeichnet sich durch ihr auffälliges Federkleid und ihr aufgewecktes Verhalten aus. Sie sind bekannt für ihre lauten Rufe und ihre formfrohe Federn, die sie besonders während der Balzzeit zur Schau stellen. Also, wenn es die Diva unter den Pinguinen gibt, dann ist der Eselspinguin definitiv eine großartige Wahl. Also, schnappt euch euren Lieblingssnack, eine Tasse Tee oder Kaffee und macht es euch gemütlich. Wir haben viel zu besprechen und ich verspreche, es wird nicht langweilig. Und wenn ihr zwischendurch lachen wollt, kein Problem. Ich bin hier, um euch zum Schmunzeln zu bringen. Let the Transgender Marathon begin. Buckelt eure Lesebrillen, es wird eine lange Fahrt. Aber eine interessante, versprochen. Der Begriff Intergender wird häufig im Kontext von Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck verwendet. Er bezieht sich auf Menschen, die sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich identifizieren, sondern eine Geschlechtsidentität haben, die zwischen den traditionellen binären Geschlechtern liegt oder Elemente beider Geschlechter umfasst. Intergender-Personen können eine breite Palette von Geschlechtsidentitäten haben. Was bedeutet jetzt, wird häufig im Kontext von? Bei meiner langen Recherche habe ich gelernt, wie wichtig es ist, präzise Begriffe zu verwenden, um Missverständnisse zu vermeiden und die Anliegen und Identitäten von Menschen respektvoll zu behandeln. In der gängigen Terminologie wird Transgender verwendet, um Menschen zu beschreiben, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Bei der weiteren Verwendung von Intergender könnte das zur Verwirrung mit dem Begriff Intersex führen. Glaubt mir, bei den vielen unterschiedlichen Begriffen verlaufe ich mich hin und wieder selbst in meinem Gehirnlabyrinth. Daher ist es wichtig, diese Begriffe mit Sensibilität zu verwenden und sicherzustellen, dass sie die individuellen Erfahrungen und Identitäten angemessen widerspiegeln. Also, ab jetzt werde ich das Wort Transgender verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass Geschlecht ein komplexes und vielfältiges Thema ist und die Begriffe und
Identitäten im Zusammenhang mit Geschlecht können von Person zu Person variieren. In diesem Video werden wir Geschlecht und Geschlechtsidentität erkunden und verstehen, wie diese Konzepte unsere Sicht auf die Welt und uns selbst beeinflussen. Die medizinische Betreuung von Transgender-Personen oder Personen mit einer Transgender-Identität hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt, um mehr Rücksicht auf die Selbstbestimmung und das Wohl der betroffenen Person zu nehmen, anstatt sich nur auf die Zuweisung eines Geschlechts bei der Geburt zu konzentrieren. Wenn es um die meisten Menschen geht, ist die Unterscheidung zwischen männlichem und weiblichem biologischen Geschlecht in der Regel ziemlich klar. Das normalerweise dient dazu, diese Ausnahmen und komplexen Fälle zu berücksichtigen. So, jetzt werde ich tiefgreifender. Was denn außer männlich, weiblich gibt es denn noch? Denn selbst Intersex bezieht doch nur die zwei Geschlechter ein, oder etwa nicht? Die Vorstellung von nur zwei Geschlechtern, männlich und weiblich, ist eine traditionelle und binäre Sichtweise, die in vielen Gesellschaften vorherrscht. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass es weit mehr Geschlechtsidentitäten gibt als nur diese beiden. Es ist weiter wichtig zu betonen, dass selbst in der biologischen und medizinischen Sichtweise die Realität komplexer sein kann. Es gibt Menschen mit intersexuellen Variationen, bei denen die biologischen Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig in die Kategorien männlich oder weiblich passen. Diese Variationen können Chromosomen, Hormone oder Genitalien betreffen und machen deutlich, dass die binäre Vorstellung von biologischem Geschlecht nicht immer auf alle Menschen zutrifft. Ja, das hatten wir schon im anderen Video über Intersex bereits besprochen. Wir können aber festhalten, dass es einen Unterschied zwischen biologischem Geschlecht und Identitäten besteht, oder? Ja, das ist korrekt. Es besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem biologischen Geschlecht und Geschlechtsidentitäten. Hier ist der Versuch einer Erklärung. Erstens, biologisches Geschlecht. Das biologische Geschlecht bezieht sich auf die physischen und anatomischen Merkmale, die bei der Geburt aufgrund der Chromosomenkombination zugewiesen werden. In den meisten Fällen werden Menschen bei der Geburt entweder als männlich mit XY-Chromosom oder weiblich mit XX-Chromosom klassifiziert. Dies ist die traditionelle und oft vereinfachte Sichtweise von Geschlecht, die auf biologischen Merkmalen basiert. Zweitens, Geschlechtsidentitäten. Geschlechtsidentität beziehen sich auf die Art und Weise, wie sich eine Person selbst in Bezug auf ihr Geschlecht fühlt, identifiziert und ausdrückt. Diese Identität kann unabhängig von den bei der Geburt zugewiesenen biologischen Merkmalen sein. Eine Person kann sich als männlich, weiblich, beides, weder oder anders identifizieren. Geschlechtsidentitäten sind subjektiv und können vielfältig sein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Konzepten betont, dass Geschlecht nicht nur auf die biologischen Merkmale reduziert werden kann. Es gibt eine breite Palette von Geschlechtsidentitäten, die individuell erlebt und ausgedrückt werden. Und diese Identitäten können unabhängig von den biologischen Geschlechtsmerkmalen sein. Es ist wichtig, diesen Unterschied zu verstehen und zu respektieren, um die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Geschlechtererfahrungen zu würdigen. Lasst uns jetzt genauer auf diese Geschlechtsidentitäten schauen. Erst möchte ich den Begriff Identität erklären, etymologisch und denotativ, und dann, wie er im Zusammenhang zu diesem Thema zu sehen ist. Lasst uns also den Begriff Identität genau betrachten. Etymologie. Erstens.
Der Begriff Identität stammt vom lateinischen Wort identitas ab, das sich auf die Gleichheit oder Einheit von etwas bezieht. Zweitens, es leitet sich von idem ab, was derselbe oder dasselbe bedeutet. Denotation. Erstens, die Denotation von Identität bezieht sich auf das, was eine Person oder eine Sache einzigartig und unverwechselbar macht, was sie von anderen unterscheidet. Zweitens, es kann sich auf die Gesamtheit der Merkmale, Eigenschaften, Überzeugungen und Erfahrungen beziehen, die eine Person oder eine Sache ausmachen. Drittens, Identität kann auch bedeuten, sich selbst zu erkennen oder zu verstehen, wer man ist, und eine klare Vorstellung von seiner eigenen Persönlichkeit und Individualität zu haben. Jetzt, da wir die Bedeutung von Identität geklärt haben, lasst uns genauer auf Geschlechtsidentitäten eingehen. Im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität und Geschlechtervielfalt bezieht sich Geschlechtsidentität hier auf die individuelle Erfahrung und das Verständnis dessen, welchem Geschlecht eine Person angehört. Es ist das, wie eine Person sich selbst in Bezug auf Geschlecht fühlt und identifiziert. Geschlechtsidentitäten können vielfältig sein und sind nicht auf die binären Kategorien männlich und weiblich beschränkt. Neben männlich und weiblich gibt es eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten, die von Person zu Person unterschiedlich sein können. Hier sind nur einige Beispiele. Transgender, eine Person, deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht übereinstimmt. Genderqueer. Dies ist ein Begriff, der von Menschen verwendet wird, die eine Geschlechtsidentität haben, die von den traditionellen Vorstellungen von männlich und weiblich abweicht. Non-binary. Menschen, die sich weder ausschließlich als männlich noch als weiblich identifizieren, können sich als nicht-binär bezeichnen. Dies ist eine vielfältige Kategorie, die viele individuelle Geschlechtsidentitäten umfassen kann. Genderfluid. Personen, die sich als genderfluid identifizieren, erleben eine Veränderung ihrer Geschlechtsidentität im Laufe der Zeit. Sie können sich zu verschiedenen Zeiten als unterschiedliche Geschlechter fühlen. Agender. Agender-Personen empfinden keine Geschlechtsidentität oder fühlen sich geschlechtslos. Bigender. Bigender-Personen identifizieren sich als zwei Geschlechter gleichzeitig oder wechseln zwischen zwei Geschlechtern. Androgyn. Dieser Begriff beschreibt Menschen, die sich sowohl männlich als auch weiblich fühlen oder Geschlechtsmerkmale beider Geschlechter aufweisen. Demigender. Demigender-Personen fühlen sich teilweise mit einem Geschlecht verbunden, aber nicht vollständig. Two-Spirit. Dies ist ein kultureller Begriff, der von einigen indigenen Völkern Nordamerikas verwendet wird, um eine spirituelle Verbindung mit beiden Geschlechtern zu beschreiben. Diese Vielfalt der Geschlechtsidentitäten zeigt, dass Geschlecht eine komplexe und individuelle Erfahrung ist und nicht einfach auf die binären Kategorien männlich und weiblich reduziert werden kann. Es ist wichtig, die Geschlechtsidentität und Ausdrücke jeder Person zu respektieren und anzuerkennen. Ist dann homosexuell oder bisexuell eine Identität oder was? Homosexualität und Bisexualität beziehen sich auf sexuelle Orientierungen, die die romantische und sexuelle Anziehung zu Menschen bestimmter Geschlechter beschreiben. Homosexualität. Homosexuelle Personen fühlen sich romantisch und sexuell zu Personen des gleichen Geschlechtes hingezogen. Zum Beispiel fühlt sich ein schwuler Mann zu anderen Männern hingezogen. Bisexualität. Bisexuelle Personen fühlen sich romantisch und sexuell zu Personen
mehrerer Geschlechter hingezogen. Das bedeutet, dass sie sich zu Personen sowohl ihres eigenen Geschlechts als auch anderer Geschlechter hingezogen fühlen können. Diese Begriffe beschreiben, wen jemand liebt oder zu wem sie sich sexuell hingezogen fühlen und haben nichts mit der Geschlechtsidentität der Person selbst zu tun. Es ist wichtig, sexuelle Orientierungen von Geschlechtsidentitäten und biologischen Merkmalen zu unterscheiden, da sie unterschiedliche Aspekte der menschlichen Identität darstellen. Ja, das hatten wir bereits. Dann halt zurück zur Identität. Ist es aber nicht eine subjektive Sichtweise eines jeden Individuums? Ja, die Geschlechtsidentität ist in der Tat eine höchst subjektive Erfahrung, die von jedem Individuum selbst definiert und empfunden wird. Geschlechtsidentität basiert auf der inneren Vorstellung und dem Selbstverständnis einer Person in Bezug auf ihr Geschlecht. Es ist wichtig zu betonen, dass diese subjektive Erfahrung genauso gültig und wichtig ist wie die biologischen Merkmale, die bei der Geburt zugewiesen wurden. Jede Person hat das Recht, ihre eigene Geschlechtsidentität zu erkennen und auszudrücken, unabhängig von den gesellschaftlichen Erwartungen oder den bei der Geburt zugewiesenen Geschlechtsmerkmalen. Die Anerkennung und der Respekt für die Geschlechtsidentität einer Person sind wichtige Aspekte der Geschlechtervielfalt und Geschlechterinklusion und tragen dazu bei, eine Gesellschaft zu schaffen, die für alle Geschlechteridentitäten offen und akzeptierend ist. Es gibt viele weitere Geschlechtsidentitäten und Ausdrucksformen und es ist wichtig zu betonen, dass diese Identitäten von Person zu Person unterschiedlich sein können. Nicht alle Geschlechtsidentitäten lehnen eine Geschlechtszuweisung ab. Tatsächlich variieren Geschlechtsidentitäten stark und einige Menschen fühlen sich innerhalb der traditionellen binären Geschlechtskategorien männlich und weiblich wohl, während andere Geschlechtsidentitäten jenseits dieser Kategorie erkunden und identifizieren. Einige Geschlechtsidentitäten wie Transgender, Cisgender und Genderqueer können sich mit oder innerhalb der binären Geschlechtskategorien befinden, während andere wie nicht-binär oder geschlechtsneutral Geschlechtskategorien jenseits des binären Systems ablehnen oder neu definieren. Ein kleiner Exkurs zum Wort Individuum. Das Wort Individuum stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich nicht teilbar oder untrennbar. Im Kontext eines Menschen bezieht sich dieser Begriff darauf, dass jeder Mensch als einzigartiges, nicht teilbares Wesen betrachtet wird. Es betont die Einzigartigkeit und Individualität jedes Menschen. In gewisser Weise drückt es aus, dass jeder von uns in seinen Eigenschaften, Erfahrungen, Gedanken einzigartig ist und nicht in Teile zerlegt werden kann wie Schubladen und Etiketten, ohne dabei das Wesen des Individuums zu verlieren. Es ist also ein Begriff, der die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit eines Menschen hervorhebt. Das Thema Individuum ist eng mit dem Konzept der Identität verbunden. Unsere Identität besteht aus verschiedenen Aspekten, die uns als einzigartige Individuen definieren, darunter unsere Persönlichkeit, unsere Erfahrungen, unsere Überzeugungen und vieles mehr. Die Bezeichnung Individuum unterstreicht gerade diese Einzigartigkeit eines jeden Menschen in Bezug auf seine Identität. Es zeigt, dass wir alle individuelle Wesen sind, geprägt von unseren einzigartigen Lebensgeschichten und Merkmalen. Es ist faszinierend, wie Sprache solche tiefgründigen Konzepte ausdrücken kann, nicht wahr? Je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir auch etwas als etwas. Je mehr Blumen wir kennen, desto mehr sehen wir
einzelne Blumen als bestimmte Blumen, zum Beispiel Kamelien. Raphael Färber aus Philosophische Grundbegriffe. Deswegen liebe ich die Sprache. Sie gibt uns so viel mit, auch zum Nachdenken. Auch wenn es Menschen gibt, die sagen, Sprache interessiert mich nicht. Exkursion Ende. Mir ist es wichtig zu betonen, dass die Erfahrung von Geschlechtsidentitäten von Person zu Person unterschiedlich ist und die Art und Weise, wie jemand sein Geschlecht erlebt und ausdrückt, kann komplex und vielfältig sein. Der Hauptpunkt ist, dass Geschlechtsidentität in all ihrer Vielfalt und Komplexität respektiert und anerkannt werden sollten, unabhängig davon, ob sie sich innerhalb oder außerhalb der traditionellen binären Geschlechtskategorien befinden. Okay, aber als welches Geschlecht fühlen sich die Identitätenbefürworter dann? Keinem? Dann dürfte es auch den Begriff Geschlechtsidentität nicht geben, oder? Der Begriff Geschlechtsidentität ist weiterhin relevant, da er die Art und Weise beschreibt, wie jemand sich in Bezug auf Geschlecht fühlt und identifiziert, unabhängig davon, ob diese Identität in die traditionellen binären Kategorien passt oder nicht. Einige Menschen fühlen sich geschlechtsneutral oder eben anders und sie verwenden Begriffe wie nicht-binär, genderqueer oder geschlechtsneutral, um ihre Identität auszudrücken. Nochmals, diese Identitäten sind genauso gültig wie die Identitäten, die sich in den traditionellen binären Kategorien befinden. Der Begriff Geschlechtsidentität ermöglicht es Menschen, ihre einzigartige Erfahrung und Identität in Bezug auf Geschlecht auszudrücken, sei es innerhalb des binären Geschlechtssystems oder darüber hinaus. Wie wäre denn der Begriff Geschlecht neutral, weg von den üblichen Benutzungen zu verstehen? Ich hänge nämlich da noch fest. Ein Androgyn zum Beispiel fühlt sich sowohl als Mann und Frau. Ist das so? Oder ist das nicht, respektvoll ausgedrückt, eher mit dem Zwitter Hermaphrodit zu verstehen? Er hat beide Geschlechtermerkmale. Eine Transgender-Person kann doch ein Mann oder eine Frau biologisch geschlechtlich sein, sich aber gerne eine andere Identität zuschreiben wollen. Trotzdem ist doch das Geschlecht XX oder XY. Oder was verstehe ich hier miss? Der Begriff Geschlecht kann in einem neutralen oder breiten Sinn verstanden werden, der über die traditionellen binären Kategorien männlich und weiblich hinausgeht. In diesem Sinne bezieht sich Geschlecht auf die Art und Weise, wie Menschen ihre eigene Identität in Bezug auf Geschlecht empfinden und definieren, unabhängig von den bei der Geburt zugewiesenen biologischen Merkmalen. Hier sind einige Begriffe, die verwendet werden können, um Geschlecht in einem breiteren Sinne zu betrachten. Erstens, Geschlechtsidentität. Dies bezieht sich auf die individuelle Vorstellung und das Selbstverständnis einer Person in Bezug auf ihr Geschlecht. Geschlechtsidentität kann vielfältig sein und schließt Identitäten ein, die sich innerhalb oder außerhalb der binären Kategorien befinden. Zweitens, Geschlechterdiversität. Dieser Begriff unterstreicht die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke, die es gibt, und betont die Wichtigkeit der Anerkennung und Akzeptanz dieser Vielfalt. Drittens, nicht binär. Dieser Begriff bezieht sich auf Geschlechtsidentitäten, die sich weder ausschließlich als männlich noch als weiblich identifizieren. Nicht-binäre Menschen können sich in verschiedenen Geschlechtsidentitäten sehen, die außerhalb des binären Systems liegen. Viertens, geschlechtsneutrale oder geschlechtsfreie Identität. Dies bezieht sich auf Identitäten, die sich nicht mit traditionellen Geschlechtskategorien in Verbindung bringen und kann auf Menschen zutreffen, die sich
geschlechtsneutral fühlen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Begriffe nochmal von Person zu Person unterschiedlich interpretiert und verwendet werden können. Es gibt keine allgemeingültige Definition für diese Begriffe, da sie auf individuelle Erfahrungen und Selbstidentifikation basieren. Und was Androgyn betrifft, bezieht sich dieser Begriff normalerweise auf den Geschlechtsausdruck, nicht unbedingt auf die Geschlechtsidentität. Eine androgyn wirkende Person könnte sich sowohl männlich als auch weiblich ausdrücken, ohne notwendigerweise beide Geschlechtsidentitäten zu haben. Das bedeutet, dass ihre äußere Erscheinung oder Präsentation sowohl als männlich als auch weiblich wahrgenommen wird. Transgender-Personen können in der Tat ein Geschlecht haben, das sich von dem bei der Geburt zugewiesenen biologischen Geschlecht unterscheidet. Zum Beispiel kann eine Person, die bei der Geburt als männlich zugewiesen wurde, sich als Frau identifizieren und sich auch als solche präsentieren. Dies bezieht sich auf die Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck der Person. Das biologische Geschlecht, basierend auf den bei der Geburt zugewiesenen Merkmalen, und die Geschlechtsidentität können unterschiedlich sein. Insgesamt ist Geschlecht ein komplexes und vielfältiges Konzept, das auf vielen verschiedenen Ebenen interpretiert und erlebt wird. Das bedeutet also, dass das Wort Geschlecht sich nicht nur auf das biologische Merkmal, männlich oder weiblich, bezieht, oder? Genau, das ist korrekt. Das Wort Geschlecht kann sich auf mehrere Aspekte und Dimensionen beziehen und ist nicht nur auf die biologischen Merkmale, männlich oder weiblich, beschränkt. Es umfasst zusätzlich zu den oben aufgeführten Begriffen auch das biologische Geschlecht, was sich auf die bei der Geburt zugewiesenen Geschlechtsmerkmale bezieht, basierend auf den Chromosomen und den äußeren körperlichen Merkmalen. Gibt es denn eine Etymologie zum Wort Geschlecht in der deutschen Sprache? Ja, das gibt es. Das Wort Geschlecht hat eine interessante Etymologie in der deutschen Sprache. Es stammt aus dem althochdeutschen Geschleht oder Geslet, was so viel wie Abstammung oder Herkunft bedeutete. Später entwickelte es sich zu Geschlecht und begann auch die Bedeutung von biologischem Geschlecht anzunehmen. Die Verwendung des Wortes Geschlecht hat sich im Laufe der Zeit erweitert und wird heute nicht nur im biologischen Kontext, sondern auch im sozialen und kulturellen Sinn verwendet, um auf Identität und Rollen hinzuweisen. Wenn ich dich nach der Denotation von Geschlecht frage, was wäre die korrekte Antwort? Die Denotation des Begriffs Geschlecht bezieht sich auf die Unterscheidung von Menschen und Tieren in zwei Kategorien, basierend auf biologischen Merkmalen wie Chromosomen, Genitalien und sekundären Geschlechtsmerkmalen. In vielen Gesellschaften werden diese beiden Kategorien traditionell als männlich und weiblich bezeichnet. Darüber hinaus zeigt die moderne Forschung und der gesellschaftliche Diskurs, dass Geschlecht nicht nur auf die Denotation beschränkt ist, sondern auch Geschlechtsidentitäten, Geschlechtsausdrücke und soziale Geschlechterrollen umfasst. Dies bedeutet, dass der Begriff Geschlecht in einem breiteren Kontext betrachtet wird, um die Vielfalt und Individualität von Geschlechtererfahrungen zu erfassen. Wenn die Denotation von Geschlecht nur das ist, was oben beschrieben ist, auf was beziehen sich dann die Menschen mit subjektiver Geschlechtsidentität, wenn sich Geschlecht auf Männlein oder Weiblein bezieht? Verstehe ich nicht. Wird dann die Denotation nicht zur Konnotation? Ist dann nicht genau diese Sichtweise, die zu Kontroversen und gar Anfeindungen führt? Das ist eine sehr wichtige Frage. Die Konzepte von biologischem Geschlecht, wie es in der Denotation beschrieben ist, und Geschlechtsidentität sind tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Die Denotation von Geschlecht basiert auf biologischen Merkmalen.
und ist traditionell binär, männlich und weiblich. Geschlechtsidentität hingegen ist subjektiv und bezieht sich auf die individuelle Vorstellung und das Selbstverständnis einer Person in Bezug auf ihr Geschlecht. Die Verwirrung entsteht oft, wenn Menschen davon ausgehen, dass Geschlecht ausschließlich auf biologische Merkmale beschränkt ist und nicht die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und Ausdrücken berücksichtigen. Dies kann in der Tat zu Missverständnissen, Vorurteilen und Kontroversen führen. Die Gesellschaft und die Wissenschaft haben jedoch in den letzten Jahren erkannt, dass Geschlecht komplexer ist, als es die traditionelle binäre Denotation darstellt. Dies hat dazu geführt, dass viele Menschen und Institutionen Geschlechtsidentitäten respektieren und anerkennen, die sich von den bei der Geburt zugewiesenen biologischen Merkmalen unterscheiden. Die Konnotation von Geschlecht hat sich erweitert, um die Vielfalt der Geschlechtererfahrungen widerzuspiegeln. Obwohl es immer noch Kontroversen und Meinungsverschiedenheit gibt, ist die Bewegung zur Akzeptanz und Anerkennung verschiedener Geschlechtsidentitäten ein wichtiger Schritt zur Förderung von Geschlechterdiversität und Geschlechterinklusion in der Gesellschaft. Aber wie gesagt, Sprache entwickelt sich und es ist wichtig, respektvoll und sensibel über diese Themen zu diskutieren und die individuelle Erfahrungen und Identitäten zu würdigen. Was heißt das jetzt wieder? Individuelle Vorstellung und das Selbstverständnis einer Person in Bezug auf ihr Geschlecht? Ich drehe am Rad. Welches Geschlecht denn? Es gibt nur X und Y. Wie könnte man auf solche Menschen empathisch reagieren, um zu verstehen, was sie denn genau wollen? Weil Geschlecht ist nicht Identität. Wer soll da noch durchblicken? Es ist absolut verständlich, dass diese Konzepte komplex sein können. Hier sind einige Schritte, wie man empathisch auf Menschen reagieren kann, die sich mit Geschlechtsidentitäten auseinandersetzen. Erstens, zuhören und respektieren. Der erste Schritt ist, zuzuhören und die Erfahrungen und Gefühle der Person respektvoll anzuerkennen. Es ist wichtig, die Identität und die Erfahrungen einer Person zu respektieren, auch wenn sie sich von den traditionellen Vorstellungen von Geschlecht unterscheiden. Zweitens, Fragen stellen. Wenn du unsicher bist oder mehr verstehen möchtest, frage die Person offen und einfühlsam nach ihren Erfahrungen und Identitäten. Fragen wie möchtest du identifiziert werden oder könntest du mir mehr über deine Geschlechtsidentität erzählen oder was ist für dich geschlechtsneutral oder was ist für dich geschlechtsfrei, können hilfreich sein. Drittens, vermeide Vorurteile. Versuche, Vorurteile und Annahmen über Geschlecht zu vermeiden. Es ist wichtig zu verstehen, dass Geschlecht nicht gleichbedeutend mit biologischem Geschlecht ist und dass Geschlechtsidentitäten individuell erlebt werden. Viertens, verwende die gewünschten Pronomen. Wenn die Person, die ihr Pronomen mitteilt, zum Beispiel er, sie, er, es etc., respektiere und verwende diese Pronomen. Pronomen sind eine wichtige Möglichkeit, die Geschlechtsidentität einer Person anzuerkennen. Fünftens, Bildung und Sensibilisierung. Bemühe dich mehr über Geschlechtsidentitäten und Geschlechtsausdrücke zu lernen, um ein besseres Verständnis zu entwickeln. Es gibt viele Ressourcen und Bildungsmaterialien, die helfen können. Punkt 5 ist cool, dass ich nicht von selbst drauf gekommen bin. Ach so, ich meine ja euch. Denke daran, dass Geschlecht für viele Menschen ein wichtiger Teil ihrer Identität ist und das Verständnis und die Anerkennung ihrer Geschlechtsidentität kann ihnen dabei helfen, sich authentisch und respektiert zu fühlen. Es ist normal, Fragen zu haben, aber der Schlüssel liegt darin, einfühlsam und respektvoll mit diesem Thema umzugehen.
während du dich weiter informierst und die Erfahrungen anderer respektierst. Okay, unter viertens steht, verwende die gewünschten Pronomen er, sie, es. Bezeichnet denn das gewünschte Pronomen nicht ein Geschlecht oder ein Genus? Diese Menschen wollen also selbst entscheiden, zu welchem Geschlecht sie angehören wollen. Ist das so? Und was genau bedeutet das etc. in dem Punkt 4? Erstens. Die Verwendung der gewünschten Pronomen ist in erster Linie eine Möglichkeit, die Geschlechtsidentität einer Person anzuerkennen und zu respektieren. Pronomen wie er, sie, es, sie, er, es, xia, sie, ei und viele andere werden von Menschen gewählt, um ihre Geschlechtsidentität auszudrücken. Die Verwendung dieser Pronomen zeigt, dass man die Selbstidentifikation der Person akzeptiert und respektiert, unabhängig davon, ob sie sich als männlich, weiblich, nicht binär oder in einer anderen Weise identifizieren. Die Wahl der Pronomen hat nicht zwangsläufig etwas mit der Entscheidung zu tun, zu welchem Geschlecht jemand gehören möchte, sondern eher mit der Art und Weise, wie sie sich selbst ausdrücken möchten. Zweitens, das etc. in Punkt 4 bedeutet etc. Und wird verwendet, um anzudeuten, dass es viele verschiedene Pronomen gibt, die Menschen für sich selbst wählen können. Die Liste der Pronomen ist nicht abschließend und es können Pronomen existieren, die in dieser kurzen Liste nicht enthalten sind. Es ist wichtig, die Pronomen zu verwenden, die diese Person ausdrücklich für sich selbst gewählt hat, wenn diese Informationen verfügbar sind. Okay, ich habe diesbezüglich zwei Fragen. Erstens, welches Geschlecht drückt dann das Pronomen xia, sie, ei? Wahrscheinlich ist die Antwort xia, sie, ei. Und zweitens, woran erkenne ich denn dann, wenn ich diese Person sehe, äußerlich, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden möchte? Okay, zur Frage 1. Pronomen wie xia, sie, ei und andere, nicht traditionelle Pronomen, werden von Menschen gewählt, die sich nicht ausschließlich als männlich oder weiblich identifizieren oder die Geschlechtsidentitäten haben, die außerhalb des binären Geschlechtssystems liegen. Diese Pronomen sind in erster Linie dazu gedacht, die Geschlechtsidentitäten und den Geschlechtsausdruck einer Person widerzuspiegeln, ohne sie auf traditionelle binäre Geschlechterkategorien zu beschränken. Wie um Himmels Willen wird jetzt das Sie und das I, xia, ausgesprochen? Die Aussprache von Sie und xia variiert je nach den individuellen Vorlieben und den gewünschten Betonungen. Oh Gott, auch das noch. Verlangen diese Person nicht ein bisschen zu viel Empathie und Entgegenkommen auf einmal? Wir, die Binären, sind doch erst im Aufbau. Puh. Diese Pronomen sind ein Ausdruck der Selbstidentifikation und gehören zu den Bemühungen um Geschlechterdiversität und Inklusion. Es kann am Anfang herausfordernd sein, sich an neue Pronomen und Ausdrucksweisen zu gewöhnen. Aber der Prozess der Akzeptanz und Sensibilisierung ist wichtig, um die Gefühle und Bedürfnisse anderer Menschen zu respektieren. Dies ist ein Teil der kulturellen Entwicklung und Sensibilisierung für die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten. Menschen, die solche Pronomen verwenden, suchen oft nach Verständnis und Unterstützung. Und ihre Bereitschaft, respektvoll damit umzugehen, kann einen positiven Beitrag zu einer inklusiveren Gesellschaft leisten. Es ist eine Gelegenheit, sich selbst und andere in Bezug auf Geschlechtsidentität und Diversität weiterzubilden und zu sensibilisieren. Ich verstehe alles und jeder darf sich identifizieren, wie er möchte. Aber ist es nicht eine Frage des Wie, auf welche Art ich auf Verständnis und Unterstützung suche? Ja, die Art und Weise, wie Menschen um Verständnis und Unterstützung suchen, kann einen großen Unterschied machen.
Es ist wichtig zu bedenken, dass nicht alle Menschen die gleiche Herangehensweise oder das gleiche Verständnis haben. Hier sind einige wichtige Punkte in Bezug auf das Wie der Suche nach Verständnis und Unterstützung. Erstens, Geduld und Empathie. Zweitens, Bildung und Kommunikation. Drittens, Privatsphäre respektieren. Viertens, unterschiedliche Meinungen berücksichtigen. Fünftens, Sensibilisierung fördern. Die Art und Weise, wie du auf Verständnis und Unterstützung zugehst, kann einen großen Einfluss auf die Qualität ihrer Interaktionen und Beziehungen haben. Das Wichtigste ist, Respekt und Empathie in den Interaktionen zu zeigen, während man sich selbst in diesem Bereich weiterentwickelt. Okay, aber dennoch, ich verstehe schon die Frustration der anderen Seite vollkommen. Mir kommt es so vor, als verlange man so viel auf einmal von uns, aber selbst ist man nicht bereit, auch auf uns einzugehen. Kann das sein? Ja, das kann durchaus sein. Und es ist wichtig, die Frustration und Unsicherheit auf beiden Seiten zu verstehen. Der Prozess der Auseinandersetzung mit Geschlechtsidentität und Pronomenverwendung kann für viele Menschen, insbesondere wenn sie damit nicht vertraut sind, herausfordernd sein. Hier sind einige Gründe, warum dies der Fall sein könnte. Erstens, Gewohnheit und Veränderung. Menschen sind oft gewohnt, in binären Geschlechtern, männlich und weiblich, zu denken und zu sprechen. Eine Änderung dieser Gewohnheiten erfordert Zeit und Anstrengung. Zweitens, fehlende Kenntnisse. Viele Menschen haben möglicherweise wenig Wissen über Geschlechtsidentität, Pronomen und sexuelle Vielfalt. Das kann zu Unsicherheit führen. Drittens, Missverständnisse. Es gibt viele Missverständnisse über Pronomen und Geschlechtsidentität, die zu Vorurteilen oder falschen Annahmen führen können. Viertens, Angst vor Fehlern. Manche Menschen haben Angst davor, Fehler zu machen oder jemanden unbeabsichtigt zu verletzen. Dies kann dazu führen, dass sie sich zurückhalten. Fünftens, Widerstand gegen Veränderung. Veränderung kann für einige Menschen beängstigend sein und sie könnten widerstehen, neue Konzepte zu akzeptieren. Sechstens, kulturelle oder religiöse Überzeugung. Einige kulturelle oder religiöse Überzeugungen können im Widerspruch zu nicht-binären Geschlechtsidentitäten stehen. Es ist wichtig, diese Herausforderungen zu erkennen und einfühlsam darauf zu reagieren. Es ist auch hilfreich zu wissen, dass Veränderungen in der Sprache und im Denken über Geschlecht schrittweise erfolgen können. Niemand erwartet, dass du alles sofort verstehst oder perfekt handelst. Der Schlüssel ist, sich für das Thema zu öffnen, zu lernen und respektvoll gegenüber den Erfahrungen und Bedürfnissen anderer zu sein und weiter Verständnis für die Fragen und Unsicherheiten ihrer Mitmenschen aufbringen können. Offene Kommunikation, Bildung und Empathie sind entscheidend, um gemeinsam voranzukommen und Missverständnisse zu vermeiden. Naja, ich arbeite ja daran. Mir ist es aber auch wichtig, in meinem Video auch Verständnis für die andere Seite aufzubringen. Okay, zurück zur Frage 2 von ganz oben. Was war das nochmal? Ach so, woran erkenne ich denn dann, wenn ich diese Person sehe, äußerlich, mit welchem Pronomen sie angesprochen werden möchte? Es kann in der Tat herausfordernd sein, das gewünschte Pronomen einer Person allein aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbilds zu bestimmen. Die beste Vorgehensweise ist, respektvoll zu fragen, welche Pronomen eine Person bevorzugt, wenn du unsicher bist. Nochmal, es ist wichtig zu betonen, dass es respektvoll ist, nachzufragen und nicht vorauszusetzen, welches Pronomen eine Person verwenden möchte. Menschen, die Pronomen jenseits der traditionellen Kategorien bevorzugen, werden normalerweise schätzen, dass du ihre Identität respektierst und Pronomen verwendest, die ihnen entsprechen.
Okay, verstanden. Was aber ist mit dem gegenseitigen Respekt? Was, wenn ich mich darauf nicht einlassen will? Weil, naja, weil ich das halt nicht will. Weil ich zu verbohrt bin, zu konservativ, zu sehr gefangen in meiner alten Welt. Das ist eine ehrliche Frage. Und es ist wichtig, darüber zu sprechen. Geschlechtsdiversität und die Verwendung von Pronomen jenseits der traditionellen Kategorien können für einige Menschen neu oder herausfordernd sein. Es ist jedoch auch wichtig zu verstehen, dass sich Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke weiterentwickeln und sich die Gesellschaft in Bezug auf Geschlecht verändert. Der gegenseitige Respekt ist ein wichtiger Wert in unserer Gesellschaft. Und das schließt die Anerkennung und Akzeptanz der Identitäten und Erfahrungen anderer Menschen ein. Wenn du dich nicht auf die Verwendung der gewünschten Pronomen einlassen möchtest, solltest du dennoch respektvoll und höflich gegenüber anderen Menschen sein, die ihre Geschlechtsidentität ausdrücken möchten. Es ist auch nützlich zu bedenken, dass die Bereitschaft, Geschlechtsidentitäten und Ausdrücke zu respektieren, ein Beitrag zur Schaffung einer inklusiveren und respektvolleren Gesellschaft sein kann. Wenn du dich dazu entscheidest, Pronomen zu verwenden, die den Identitäten anderer Menschen entsprechen, trägst du dazu bei, eine Umgebung zu schaffen, in der sich Menschen authentisch und respektiert fühlen können. Es ist auch in Ordnung, Fragen zu haben und sich zu informieren, solange dies in einer respektvollen und einfühlsamen Weise geschieht. Es gibt viele Ressourcen und Bildungsmaterialien, die dir helfen können, mehr über Geschlechtsdiversität und Pronomen zu erfahren. Es ist nie zu spät, sich weiterzubilden und die Perspektiven anderer Menschen zu verstehen. Okay, wie entgegenkommend verhalten sich diese Menschen mit ihrer subjektiven Identität gegenüber Menschen, die nicht dazu bereit sind? Was ist mit dem Respekt von Menschen von nicht traditionellen Geschlechtsidentität mit konservativen Menschen? Nun, einige Menschen mit nicht traditionellen Geschlechtsidentität sind sehr geduldig und einfühlsam, wenn sie mit konservativen Menschen sprechen, die Schwierigkeiten haben, diese Konzepte zu akzeptieren. Sie können bereit sein, Fragen zu beantworten und Informationen bereitzustellen, um das Verständnis zu fördern. Andere Menschen können möglicherweise weniger geduldig sein, insbesondere wenn sie negative oder diskriminierende Erfahrungen gemacht haben. In solchen Fällen kann der Umgang mit Unverständnis oder Vorurteilen frustrierend sein. Es ist wichtig zu betonen, dass der gegenseitige Respekt ein zentrales Prinzip ist, unabhängig von den Unterschieden in den Ansichten und Überzeugungen. Ein respektvoller Dialog und der Versuch, Empathie füreinander zu zeigen, können dazu beitragen, Verständnis und Toleranz zu fördern, selbst wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Es gibt auch Organisationen und Aktivisten, die sich für den Dialog und die Brückenbildung zwischen verschiedenen Gemeinschaften und Ansichten in Bezug auf Geschlecht einsetzen. Der Ansatz des Dialogs und der respektvollen Austausches kann dazu beitragen, Missverständnisse zu reduzieren und die Akzeptanz zu fördern. Puh, ich habe langsam Kopfschmerzen, Leute. Geht es euch auch so? Nun, nachdem wir uns durch die Tiefen der Pronomen und Geschlechtsidentitäten gekämpft haben, lasst uns das Rad der Erkenntnis ein Stück weiter drehen zum nächsten Teil und in die faszinierende Welt des Genders eintauchen. Achtung! Das Rad kann gelegentlich holprig sein, aber wir versprechen, es wird keine unerwarteten Geschlechtsumwandlungen geben, nur eine Reise voller Erkenntnis. In der Welt der Wörter und Identitäten gibt es keine festen Regeln oder Grenzen. Es ist wie ein großes Sprachschlarabenland, in dem die Konnotation tanzen und die Denotation Witze erzählen. Also während wir weiterhin unsere Sprache erkunden und die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten respektieren, denk daran. Egal ob du er, sie, ey oder vielleicht sogar Känguru genannt wirst,
Am Ende des Tages sind wir alle Teil dieses wunderbaren Gesprächs, das die Welt verändert. Moment, mich beschäftigen diese Identitäten immer noch. Zum Verständnis. Also, ich kann einen Penis haben, aber mich als weiblich denken, fühlen, identifizieren, obwohl meine Anatomie mich komplett biologisch als männlich, XY, identifiziert. Ja, es ist möglich, dass jemand biologisch männliche Anatomie hat, aber sich dennoch als weiblich identifiziert. Geschlechtsidentität ist nicht ausschließlich durch die körperliche Anatomie definiert. Sie basiert auch auf der inneren Überzeugung und Selbstidentifikation einer Person. Nochmal, es ist wichtig zu verstehen, dass Geschlecht und Anatomie unterschiedliche Aspekte sind und dass Menschen ihre Geschlechtsidentität auf vielfältige Weise ausdrücken können. Das habe ich jetzt verstanden, denke ich, hoffe ich. Die einzige gültige Annahme ist, wenn eine Intersex-Person eben eine biologische Störung hat, oder? Nur bei Intersex-Personen ist es nicht eindeutig, welches Geschlecht diese Person tatsächlich hat, biologisch betrachtet. Ja, bei intersexuellen Personen gibt es biologische Variationen in Bezug auf Geschlechtsmerkmale, die nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Dies führt dazu, dass das biologische Geschlecht nicht eindeutig definiert werden kann. Intersexuelle Variationen können beispielsweise Variationen in den Genitalien, Chromosomen oder Hormonen umfassen. In solchen Fällen ist es tatsächlich nicht möglich, das Geschlecht einer Person eindeutig auf männlich oder weiblich festzulegen. Also kann jede Person in vollem Bewusstsein ihrer geistigen Kraft über ihre vollständige biologische Anatomie und Chromosomen sich anders identifizieren wollen, als dies hergibt. Ja, Geschlechtsidentität ist eine komplexe Angelegenheit und basiert nicht allein auf biologischer Anatomie oder Chromosomen. Menschen können sich in vollem Bewusstsein ihrer biologischen Merkmale anders identifizieren, als sie bei ihrer Geburt zugewiesen wurden. Die Geschlechtsidentität einer Person ist in erster Linie eine Frage der Selbstidentifikation und kann unabhängig von den biologischen Merkmalen sein. Das Verständnis und die Anerkennung dieser Selbstidentifikation sind wichtige Schritte in Richtung Akzeptanz und Respekt für die Vielfalt der Geschlechtsidentität. Also kann ich sagen, ich identifiziere mich als Känguru? Wäre das jetzt despektierlich oder kann das wirklich sein? Mit allem nötigen Respekt für alle Identitäten. Die Identifikation als Tier wie ein Känguru wird normalerweise nicht im Kontext von Geschlechtsidentität oder menschlicher Selbstidentifikation betrachtet. Geschlechtsidentität bezieht sich auf die Identifikation als Mann, Frau, nicht-binär oder eine andere menschliche Geschlechtsidentität. Es ist wichtig zu beachten, dass Geschlechtsidentität und Identifikation als Tier unterschiedliche Konzepte sind. Menschen haben die Freiheit, ihre Geschlechtsidentität auszudrücken, wie sie es für richtig halten, solange dies keine Diskriminierung oder Respektlosigkeit gegenüber anderen einschließt. Die Identifikation als Tier wird normalerweise im Rahmen von Fantasie, Kunst oder Rollenspielen betrachtet und sollte nicht dazu dienen, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten zu verwässern oder zu verharmlosen. Respekt und Empathie sind in solchen Diskussionen immer wichtig. Okay, verstehe. Es bleibt tatsächlich bei Geschlecht im sehr weitesten Sinne. Ja, genau. Wenn wir von Geschlecht im Kontext der Selbstidentifikation sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf die Geschlechtsidentität einer Person im sehr weitesten Sinne. Nochmal, dies umfasst die Identifikation als Mann, Frau, nicht-binär
oder eine andere Geschlechtsidentität, die eine Person empfindet. Geschlechtsidentität ist ein komplexes und vielfältiges Thema und es ist wichtig, die Selbstidentifikation und die Identität anderer Menschen zu respektieren, unabhängig von ihrer biologischen Anatomie oder Chromosomen. Okay, verstehe, hat mir sehr geholfen. Eine Frage habe ich dann doch noch und dann mache ich wirklich Schluss. Gehört es auch zu Geschlechtsidentität, wenn ich mich tatsächlich als männlich oder weiblich identifiziere, gemäß meiner Biologie? Ja, die Identifikation mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht gemäß der biologischen Anatomie wird als Cisgender bezeichnet. Wenn eine Person sich also als männlich identifiziert und auch biologisch männlich ist oder sich als weiblich identifiziert und auch biologisch weiblich ist, handelt es sich um eine Cisgender-Identität. Geschlechtsidentität umfasst die Identifikation sowohl von Cisgender als auch von Transgender-Personen. Cisgender-Personen sind genauso berechtigt, ihre Geschlechtsidentität auszuleben und sollten in ihrer Identität respektiert werden, genau wie Transgender-Personen. Nochmal, die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten ist komplex und reicht von Cisgender bis Transgender und darüber hinaus. Wichtig ist die Selbstidentifikation und Identität einer Person zu respektieren, unabhängig davon, ob sie Cisgender oder Transgender ist. Leider beobachte ich, dass Menschen jenseits von binären Geschlechterdenken nicht in der Lage sind, diese Fragen an sie als Lernen wollen des Gegenübers zu sehen und vielmehr als Angriff auf ihre Person sehen. Und zusätzlich nicht in der Lage sind, diese Antworten verständlich zu formulieren. Das Thema Geschlecht und Geschlechtsidentität kann für viele Menschen sehr persönlich und sensibel sein. Einige Menschen, die sich jenseits von binären Geschlechtsvorstellungen identifizieren, könnten auf Fragen oder Unwissenheit mit Vorsicht oder Zurückhaltung reagieren. Dies könnte aus Erfahrungen resultieren, bei denen sie auf Unverständnis oder Vorurteile gestoßen sind, was man ja allerorts auch sieht. Es ist wichtig zu erkennen, dass es keine universelle Erfahrung oder Antwort gibt und jeder Mensch ist einzigartig. Ja, einige Menschen können Schwierigkeiten haben, ihre Identität in verständlichen Worten zu erklären. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es manchmal schwer ist, komplexe Gefühle und Erfahrungen in Worte zu fassen. Hier erinnere ich mich an eine Aussage von Lena, eine 17-jährige Schülerin. Es ist das eine, über etwas Bescheid zu wissen und ein anderes, es auch ausdrücken zu können. In solchen Gesprächen ist es entscheidend, Geduld und Empathie zu zeigen. Stelle sicher, dass du Fragen respektvoll und einfühlsam stellst und die Reaktion der Menschen respektierst, selbst wenn sie nicht immer in der Lage sind, ausführliche Antworten zu geben. Das Verständnis für die Sensibilität dieses Themas und die Bereitschaft zuzuhören und zu lernen sind wichtige Schritte in Richtung einer inklusiveren und respektvolleren Gesellschaft. Jetzt aber, in diesem Sinne, die wahre Freiheit des Geistes liegt darin, sich selbst zu kennen und zu akzeptieren, unabhängig von den Grenzen, die die Gesellschaft zu ziehen versucht. Sokrates. Weisheiten zum Mitnehmen, bleibt mir gewogen, euer Georg Muratidis. Bis zum nächsten Mal. Nächste Woche, nächstes Video.